Wie man sieht, bei dieser Maschine die Spitzen treffen. Das alte Methode zum Prüfen. So, das ist das 3D gedrückte und begradigte Variante. Hier Passung gemacht, hier Passung gemacht, dann geht rein, richtig stramm. So einfach kriegt man nicht. Jetzt ist fairer Deal, ist angepasst. Aber wir sehen, wie da außer Spitze zum Spitze kommt. Ob das ist die Spitze fast 100% genau. So im YouTube zeigt das und schieben die Pinole. Aber wir sehen, die hier ist -10, -11. Ja, da sage ich gute Umbuchten, nur 1100. Aber das stimmt nicht. Ob ich aber die Passung da auf Drehmaschine angepasst. Jetzt nehmen wir, die Passung sitzt zentrisch. Hier ist zentrisch, ist gedreht, ist zentrisch. Jetzt nehmen wir unseren Stahl, stecken wir da rein. Und wir sehen, ist schon am Spitze. Wenn ich gleich drehe, so, wenn es Backenfutter, ich drehe, das Laser steht auf diesem Zentrum. Versuchen wir Backen wechseln, weil Originale steht da 3 und das 1. Das ist 1. 1, wir versuchen auf die Markierung gewaschen, hier 2, 3, 1. Wir stehen nämlich hier 1. Schauen wir, wo dieses, so, 1. Jetzt gehen wir auf 2. Dann nehmen wir 2. Ob hier steht 1. Wir stellen nach die Markierung, wer hat das gemacht, weiß ich nicht. Kann sein, Backen ist anderes, nicht originales. Schauen wir da, 0. Siebenhundertstel und sie steht auf dem Zentrum. Das ist Beweis, das ist das Teil, der Kunststoff oder das andere Taschenlampe. Als präzise kann nicht gelten, ob das wurde gedreht. Ich zeige das Video, wie habe ich das begradigt alles, da sieht man, dass es gedreht wurde. Genau hier wurde gedreht, wie hier. Ist alles ganz genau nach Maß wurde gedreht. Hier ist Beweis, schwarz auf weiß. Und hier zeige ich euch jetzt wie versprochen das Video von der Herstellung. Ich drehe hier gerade das aus PETG gedrückte Kunststoffteil auf Maß. Beim 3D-Druck habe ich extra eine Taktik angewendet. Gedrückt wurde mit 0,4 mm Düse, aber ich habe die Linealbreite auf 0,6 mm hochgestellt. Dadurch verschmilzt das PETG unter der extremen Hitze perfekt zu einer einzigen massiven Kunststoffmasse, ohne Hohlräume. Wie ihr seht, habe ich hier alles genau so präzise überdreht, zentriert und angepasst wie bei meinem Stahladapter, damit das Test absolut ehrlich ist. Das Ergebnis habt ihr ja im ersten Teil des Videos schwarz auf weiß gesehen. Es ist in der Praxis einfach völlig unmöglich, diese billige Taschenlasermethode für präzise Einstellungen zu nutzen. Das weiche Material gibt im Futter immer nach. Ich bin zu einem ganz klaren Ergebnis gekommen. Der Typ in dem Millionenvideo hat seine Pinole vor dem Film einfach absichtlich schief verstellt, damit sie genau zu dem schiefen Laser passt. Und deshalb hat das Video so ausgesehen, als würde es funktionieren. Was denken Sie? Habe ich recht mit meiner Analyse? Schreiben Sie es mir unbedingt in die Kommentare. Wir werden hier auf dem Kanal noch viel mehr solche Mythen entlarven. Bleiben Sie dran und verpassen Sie keine neuen Projekte und Enthüllungen mehr. Bis zum nächsten Mal in Werkstatt Vitali.